Deutsch lernen mit Geschichten. Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Sie wünschten sich schon lange ein Kind. Endlich wurde die Frau schwanger. Neben ihrem Haus wuchs ein wunderschöner Garten, der einer Zauberin gehörte. Der Garten war voller leuchtender Blumen und seltener Pflanzen. Eines Tages sah die Frau eine Pflanze namens Rapunzel in diesem Garten. Die Blätter waren saftig grün, und ihr Duft war verlockend. Sie verspürte einen starken Heißhunger darauf und konnte an nichts anderes mehr denken. Ihr Mann, der sie glücklich sehen wollte, schlich sich heimlich in den Garten und pflückte einige Blätter für sie. Aber die Zauberin bemerkte ihn. »Wie kannst du es wagen, in meinen Garten einzudringen?« rief sie mit wütender Stimme. Der Mann erklärte ihr verzweifelt, dass seine Frau ohne das Rapunzel krank werden würde. Die Zauberin sprach dann mit einem kalten Lächeln: »Ich werde dir die Pflanze geben, aber nur unter einer Bedingung. Wenn das Kind geboren wird, müsst ihr es mir überlassen.« Voller Angst und Sorge stimmte der Mann schließlich zu. Als das Kind geboren wurde, erschien die Zauberin sofort. Sie nahm das Mädchen mit sich und gab ihr den Namen Rapunzel. Die Zauberin brachte sie in einen hohen Turm, der tief im Wald lag. Der Turm hatte weder Türen noch Treppen, nur ein kleines Fenster hoch oben. Dort wuchs Rapunzel heran. Ihr goldenes Haar wurde lang und glänzend, und sie wurde zu einer wunderschönen jungen Frau. Die Jahre vergingen, und die Zauberin besuchte sie regelmäßig. Immer wenn sie zu ihr wollte, rief sie: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Dann ließ Rapunzel ihr langes Haar aus dem Fenster fallen, und die Zauberin kletterte daran hinauf. Rapunzel wusste nichts über die Welt draußen. Sie konnte nur den Himmel sehen, die Vögel beobachten und manchmal das Rauschen des Windes hören. Sie träumte davon, eines Tages hinauszugehen und die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Eines Tages ritt ein Prinz durch den Wald. Plötzlich hörte er eine wunderschöne Stimme singen. Er folgte dem Klang und fand den Turm. Fasziniert blieb er stehen und lauschte. Doch er fand keinen Eingang. Einige Tage später beobachtete er, wie die Zauberin rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter«, und daran hinaufstieg. Der Prinz merkte sich die Worte und kam am nächsten Tag zurück. Mit klopfendem Herzen rief er: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.« Rapunzel dachte, es sei die Zauberin,
und ließ ihr Haar hinab. Der Prinz kletterte hinauf. Als Rapunzel den Prinzen sah, erschrak sie zuerst. Doch er sprach freundlich mit ihr, erzählte ihr von der Welt draußen und bald verliebten sie sich ineinander. Der Prinz versprach, sie zu retten. Er brachte ihr jedes Mal ein Stück Stoff mit, damit sie sich eine Leiter flechten konnte. Doch eines Tages bemerkte die Zauberin die Veränderung. Wütend stellte sie Rapunzel zur Rede: »Du hast mich betrogen!« Rapunzel versuchte, sich zu erklären, aber die Zauberin hörte nicht zu. Vor Wut schnitt sie Rapunzels langes Haar ab. »Du wirst für deine Untreue bestraft«, rief sie und brachte sie fort. Die Zauberin führte Rapunzel tief in eine ferne Wüste und ließ sie allein zurück. »Hier wirst du lernen, was es heißt, ohne meine Gnade zu leben«, sagte sie und verschwand. Am Abend kam der Prinz und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Die Zauberin ließ das abgeschnittene Haar herunter. Als der Prinz hinaufstieg, sah er nicht Rapunzel, sondern die Zauberin. »Du wirst Rapunzel nie wiedersehen«, schrie sie und stieß ihn aus dem Turm. Der Prinz fiel in Dornen, die seine Augen verletzten, und er wurde blind. Lange wanderte der Prinz umher. Er irrte durch Wälder, über Berge und Flüsse, auf der Suche nach Rapunzel. Trotz seiner Blindheit verlor er nie die Hoffnung. Eines Tages, nach langer Zeit, hörte er eine vertraute Stimme singen. Es war Rapunzel. Er folgte der Stimme und fand sie endlich. Als sie ihn sah, weinte sie vor Freude. 2 ihrer Tränen fielen in seine Augen, und plötzlich konnte er wieder sehen. Der Prinz nahm Rapunzel mit in sein Königreich. Dort wurde sie mit großer Freude empfangen. Sie feierten eine wunderschöne Hochzeit, die mehrere Tage dauerte. Rapunzel entdeckte endlich die Welt, von der sie geträumt hatte. Sie spazierte durch Gärten, bewunderte Burgen und tanzte mit dem Prinzen unter den Sternen. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht zu liken, zu teilen, zu kommentieren und zu abonnieren. Auf Wiedersehen!